Die Antwort auf die Frage Einheit oder Pluralismus wird letzten Endes auf der Basis eines erkenntnistheoretischen Standpunkts entschieden. Es geht darum, ob ein absolutes Wissen unabhängig von der sinnlichen Beschaffenheit des Erkennenden möglich ist. Absolutes Wissen bedeutet Einheit, subjektive Beschaffenheit, Pluralismus. Das grundsätzliche Problem wurde über die Jahrhunderte unter den verschiedensten Gesichtspunkten diskutiert, aber noch immer nicht kann plausibel beantwortet werden, wie aus etwas Individuellem etwas Allgemeines werden kann, beziehungsweise wie Sinnlichkeit und Verstand logisch zur Übereinstimmung gebracht werden können. Und genau in diesem Punkt unterscheidet sich die Postmoderne von der Moderne. Die Aufklärer haben mit einem Wahrheitsbegriff operiert, der sich aus der Übereinstimmung von Wort und Sache herleitet. Die Wahrheit korreliert dabei der Wirklichkeit oder die Wirklichkeit wird von der Sprache repräsentiert. Man bediente sich der Methode der Identifikation bzw. der Abbildung. Ein Schaf ist ein Schaf. Ein Ding ist das, was man sehen, fühlen, hören und so weiter kann. Reale Dinge sind positiv gegeben. Es muss nichts herumgedeutelt werden. Man glaubt, einen sicheren, selbstverständlichen Ausgangspunkt zu haben, der immun ist gegen jeden Zweifel. Die Sachen sind, was sie sind und nichts anderes. Anders im Pluralismus. Wolfgang Welsch begründet ihn als unüberschreitbare Gleichberechtigung hochgradig differenter Wissens-, Rationalitäts-, Lebens- und Handlungsformen. Welsch nennt das auch die Grunderfahrung der Postmoderne. Bei Lyotard folgt der Pluralismus aus der Überzeugung, dass eine Einigung über universell gültige Regeln illusorisch ist. Nun sind aber universell gültige Regeln nicht gleich universell gültige Regeln. Wer glaubt, dass alle Staaten der Erde der UN beitreten und dass diese UN dann in sämtlichen Abstimmungen zu einstimmigen Ergebnissen kommt, hat eine eher unrealistische Auffassung von der Macht einer Satzung. Man mag auch bezweifeln, ob eine Organisation wie die Vereinten Nationen überhaupt sinnvoll ist. Unbestritten aber dürfte sein, dass sehr viele Staaten dieser Organisation beigetreten sind und sie werden ihre völkerrechtlichen Gründe dafür gehabt haben. Grundsätzlich lässt sich gegen eine Etablierung von Normen und damit von Regeln und Gesetzen kein plausibler Grund anführen. Die Vermeidung und Bekämpfung von willkürlicher Gewalt durch Regeln ist in jedem Fall Grund genug. Fragwürdig kann aber sein, wie solche Normen zustande kommen, wie sie sich legitimieren und auch wie sie ausgelegt werden. Geht man einmal davon aus, dass es sich bei einer Rechtsordnung nicht um eine Fortsetzung der physischen Gewalt mit anderen Mitteln handelt, was auch niemals wirklich ausgeschlossen ist. Rudolf von Jhering, ein angesehener Rechtswissenschaftler, definiert zum Beispiel das Recht als Politik der Gewalt. Geht man aber nicht davon aus, dann ist die Befolgung einer Rechtsordnung das Prinzip, dass eine der persönlichen Willkür übergeordnete Norm anzuerkennen ist und auch anerkannt wird. Verstöße gegen eine solche Rechtsordnung müssen verfolgt und bestraft werden. Das ist
der grundlegende Konsens, der von Rousseau im 18. Jahrhundert als Gesellschaftsvertrag bezeichnet wurde. Die nächste Frage ist nun in der Tat, ob so eine Rechtsordnung auch das hält, was sie verspricht. Und in dieser Frage kann man wiederum durchaus verschiedener Meinung sein. Dass aber das Prinzip einer wohlüberlegten, übergeordneten Norm eine gute und vernünftige Sache ist, wenn eine größere Anzahl von Menschen eine Gemeinschaft bildet, dafür gibt es, wie gesagt, plausible Gründe. Es besteht nämlich kaum eine Möglichkeit, eine Menschengruppe gegen die Macht und Gewalt einer anderen, und sei es gegen den Staat, zu schützen, ohne dass eine übergeordnete Instanz wie das Recht anerkannt wird. Recht und Gesetz sollen verhindern, dass es weder von Seiten der Allgemeinheit noch durch Einzelne zu gewalttätigen oder betrügerischen Übergriffen kommt. Dabei ist zu beachten, dass das Recht auf eine selbstgegebene Ordnung niemandem bestritten werden kann, soweit das im Rahmen der bestehenden Gesetze stattfindet. Schon Blaise Pascal bezeichnet die Einmischung in Angelegenheiten, die niemanden sonst etwas angehen, als Tyrannei. Von Staaten geht man wie selbstverständlich davon aus, dass sie sich ihre eigenen Gesetze gegeben haben. Das Hoheitsgebiet eines Staates ist auch der Ort, wo Angehörige anderer Nationalitäten den hiesigen Gesetzen unterworfen sind. Daneben gibt es alle möglichen Regeln und Vorschriften, die sich Mitglieder irgendwelcher Interessenverbände, Vereine oder Sozietäten selbst gegeben haben und in denen man mit Ausschluss oder Sanktionen rechnen muss, wenn man die dort geltenden Satzungen missachtet. Es gibt also bereits jede Menge Diskursarten und Sprachspiele, wenn man so will, die nach postmodernen Prinzipien funktionieren. Vereinsangelegenheiten werden intern geregelt. Ein bestimmter Zweck nötigt, hinsichtlich der Bedeutung eines Referenden eine Einigung zu erzielen, wie es im Widerstreit in einer These auf Seite 10 heißt. Über all den vielen kleinen Ordnungen der Vereine und Gesellschaften steht aber immer die höhere Ordnung des Rechts, das die Freiheiten der verschiedenen Sprachspiele schützt. Auf den ersten Blick scheint sich das, was Lyotard fordert, gar nicht so sehr von dem, was ohnehin passiert, zu unterscheiden. Aber Lyotard sieht dennoch jede Menge Probleme, die er mit nicht erfüllten Versprechungen, die noch aus der Zeit der Aufklärung stammen, in Verbindung bringt. Es ist vor allem die totalitäre Haltung, die er mit der universalen Geltung einer einzigen Logik, einer allgemeingültigen Rationalität und Vernunft verknüpft. Dieser Terror der modernen Vernunft ist die zentrale Macht, der viel zu viele Freiheiten untergeordnet werden. Rationalität war immer schon mit dem Gedanken der Allgemeinheit verbunden. Bei Lyotard jedoch ist das Konzept des Jedermann, dem Kant noch die Geltung seiner Lehrsätze abverlangen konnte, nicht mehr vorhanden. Lyotard glaubt, aller Allgemeinheit den Abschied gegeben zu haben. Er kennt nur noch den lokalen Konsens. Er allein kann für Gerechtigkeit sorgen, dadurch, dass jeder Dissens und Widerstreit hier und jetzt ausgehandelt wird. Das pluralistische Spiel ist dann gerecht, wenn mitspielen darf, wer mitspielen will. Welche Rolle die Wirklichkeit im kognitiven Sprachspiel einnimmt, ist bei Lyotard nicht wirklich klar. Neben relativistischen, pluralistischen, dezentralen Tendenzen finden sich auch zahlreiche objektivistische Anwandlungen in seinen Schriften. Die Position von Wolfgang Welsch, dem deutschen Chronisten der Postmoderne, ist dagegen leicht auszumachen.
Für Welsch liegt der Grund für die Pluralität der Anschauungen in einer einfachen Schlüsselerfahrung, wie er es nennt, die darin besteht, dass ein und derselbe Sachverhalt sich in einer anderen Sichtweise völlig anders darstellen kann. Diese andere Sichtweise besitzt keineswegs weniger Licht, wie Welsch sagt, als die erstere, nur eben ein anderes. Zu seiner Schlussfolgerung auf eine Gleichberechtigung der verschiedenen Sichtweisen kommt Welsch aber nur durch die Annahme einer absoluten Wirklichkeit, die ihm als Bezugspunkt dient, einer Wirklichkeit, die wie die Null in der Mathematik selbst keinen Inhalt hat, aber in einer logischen Ableitung nützlich ist. Denn nur dieser Wirklichkeit an sich gegenüber ist jeder subjektive Standpunkt gleichberechtigt. Nach dem Motto, vor Gott sind alle Standpunkte gleich. Oder um eine Formulierung Hilary Putnams zu gebrauchen, in God's view. Fällt dieses gemeinsame Dritte als Vergleichskriterium weg, dann kommt jede Beobachtung unter einem eigenen Gesichtspunkt zustande und ist logisch betrachtet mit jedem anderen Standpunkt inkommensurabel. Wenn man so will, gleich inkommensurabel, aber eben nur rein logisch betrachtet. Geht man davon aus, dass jede Art von Gemeinschaft Regeln erfordert, um überhaupt als Gemeinschaft erkennbar zu sein, ist von einer irgendwie legitimierten Ordnung auszugehen. Ist das der Fall, lassen sich auch die Zwecke, die in einer solchen Gemeinschaft verfolgt werden, in ihrem ethischen Wert miteinander vergleichen. In der Regel sind menschliche Gesellschaften als Rechtsordnungen organisiert, wobei die Durchsetzung des Rechts durch das staatliche Gewaltmonopol gewährleistet ist. Die Rechtsordnung dient als Maßstab und Norm, um überhaupt von einer Berechtigung bzw. einer Gleichberechtigung reden zu können. Die entscheidende Frage ist also, ob die Gesetze des Staates anerkannt werden oder nicht. Ohne eine solche Anerkennung existiert auch keine Folgerichtigkeit und Verbindlichkeit im Denken und Handeln, die nicht nur den eigenen Verein betrifft. Denn welche Institution sollte denn dann irgendeine Berechtigung erteilen können? Staatliche oder moralische Gesetze sind ein Ergebnis praktisch pragmatischer Überlegungen, um eine gewaltfreie Ordnung zu sichern. Für Rudolf von Jhering war es eine ausgemachte Sache, dass die Rechtsidee im Zweck ihre Ursache hat. Man muss diese Ansicht nicht unbedingt teilen, aber feststeht, dass Logik, Wahrheit und Wirklichkeit in der Rechtsprechung nur von zweckbedingter Bedeutung sind, das heißt nur in Bezug auf die Frage, ob eine Gesetzesübertretung stattfindet. Genau daraufhin wird auch die Rolle der Sprache bewertet, werden Begriffe interpretiert. Juristen unterscheiden sich von Normalsterblichen dadurch, dass sie Gesetzestexte und deren Begriffe in ihrem Zusammenhang und in ihrer Höherstellung und Unterordnung betrachten, was sich von den Sprachgewohnheiten der Durchschnittsbürger, die über keine diesbezügliche Ausbildung verfügen, ziemlich abhebt. Was Fritz Mautner von den philosophischen Begriffen gesagt hat, dass es der Zufall der kleinen persönlichen Erfahrung, bestimmt, was der Einzelne sich bei den Worten vorstellt, trifft nicht nur auf die philosophischen, sondern auch auf alle Begriffe zu. Sieht man einmal von den einfachsten Gegenständen des praktischen Alltagslebens ab, so ist da kaum ein Begriff, der sich nicht durch ein stärkeres Interesse an der Sache erweitern und präzisieren lässt, sodass mit jeder zusätzlichen Information eine Bedeutungsebene dazukommt. Etwas an sich verstehen zu wollen, ist also sinnlos.
Deshalb ist auch die Kritik am postmodernen Denken, weil dieses zu einer Überbetonung der semantischen Bedeutung, der sogenannten Too-Muchness führt, in dem Moment hinfällig, in dem der objektivistische An-sich-Standpunkt aufgegeben wird. Denn eine unendliche Bedeutungsvielfalt gibt es nur an sich, aber nicht für mich, weil ich aussortiere. Auch Lyotards Rede von der Unendlichkeit, Beliebigkeit oder Kontingenz der Begriffskette beziehungsweise von einer Sprache als unendlichem, anfangslosem und endlosen Netzwerk oder der Unerreichbarkeit einer echten Bedeutungsreferenz, wie es bei Derrida heißt, ist ohne Bedeutung, denn besagte Unendlichkeit existiert nur an sich, aber nicht für mich. Alles, was an sich behauptet wird, geschieht von einem Standpunkt der Macht aus, indem man es ausschließlich mit Allgemeinheiten zu tun hat. Ohne diesen Machtaspekt sind an sich Aussagen wertlos. Für Derrida ist klar, dass die Bedeutung eines Ausdrucks niemals erschöpfend bestimmt werden kann. Eine Totalisation, der kein Rest entgeht, wird immer ein unerfülltes Bedürfnis bleiben. Selbst die umfangreichsten Definitionen lassen immer noch 1000 Möglichkeiten offen, so Derrida. Derridas Schlussfolgerung ist aber nur dann triftig, wenn er sich auf ein An-sich-Verhältnis bezieht. An sich verweist jede Bedeutung wieder auf eine andere und ein Zusammenhang gibt den nächsten, sodass kein Ende abzusehen ist. Ist aber ein konkretes Subjekt der Bezugspunkt, gelten die Dinge nicht an sich, sondern für mich. Dann entscheide ich mich für die Bedeutung, die mir als die sinnvollste, zweckdienlichste erscheint. Es kann mir auch klar geworden sein, dass ich über eine Sache zu wenig Bescheid weiß, um ein akzeptables Urteil fällen zu können. Dann wird die Entscheidung eben vertagt oder überhaupt offen gelassen. Derridas Behauptung, dass alles Text ist, hat für mich keine Bedeutung. An sich ist gar nichts etwas. Es ist nicht alles zeichenhaft und somit Zeichensystem eines nie ruhenden Verweisungsprozesses, wie es bei Derrida heißt. Ein solcher Objektivismus trifft nur für eine Welt zu, in der die Allgemeingültigkeit regiert. Es ist also sinnlos, der absolut korrekten Interpretation nachzutrauern oder das semantische Potenzial eines Textes zur Gänze ausschöpfen zu wollen. Genauso gut könnte man mit einem Lasso nach dem Mond werfen. Aus diesem Grund sind auch Aussagen im Widerstreit, zum Beispiel Seite 125, so irritierend, wenn Lyotard von einem Universum von Bedeutungen spricht, die endlos miteinander verkettet sind. Die Verwirrung komplett macht dann die Bemerkung auf Seite 148, wo von der edlen Aufgabe geträumt wird, nach Eindeutigkeit zu forschen. Nicht weniger befremdlich ist Lyotards Rede von merkwürdigen Fähigkeiten, die sinnlich affizierte Subjekte in die Lage versetzt, auf einmal zu wissen, dass sich etwas, das heißt eine Bedeutung, in Sätze zu setzen sucht. Die Rolle des Subjekts ist dabei die eines rein passiven Empfängers, dem sozusagen eine göttliche Offenbarung zuteil wird. Eine Auffassung, die er mit Derrida teilt, der ebenfalls der Meinung ist, dass das Subjekt der Sprache gegenüber eher machtlos ist und nicht viel zu melden hat. Diese Argumentation erinnert mich an den Versuch von Realisten, die sich durch den Relativismus bedrängt fühlen und nun zugeben, dass jede Beobachtung zwar abhängig ist von einer bestimmten Perspektive,
aber gleichzeitig hinzufügen, dass es prinzipiell immer potenziell unendlich viele mögliche Perspektiven gibt, womit dann jeder Wahrnehmungsgegenstand an sich einer Unendlichkeit von Repräsentationen ausgesetzt ist. Einen solchen sophistischen Relativismus der prinzipiellen Beliebigkeit, der alle Ansichten sowohl falsch als auch richtig erscheinen lässt, sodass alles, was von dem einen Standpunkt aus bejaht wird, von einem anderen auch verneint werden kann, haben sich auch die Faschisten zunutze gemacht, wie Horkheimer am Beispiel Mussolini zeigt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der moderne Faschist bzw. Relativist geglaubt, dass jeder Mensch das Recht hat, sich seine eigene Wahrheit zurechtzubasteln, weil alle Wahrheiten ohnehin nur Fiktionen sind. Weshalb man der eigenen Wahrheit dann mit aller Energie und bisweilen auch nicht zimperlich, das heißt über Leichen gehend, Geltung verschaffen darf. Lyotard hat diesem Machtproblem mit seinem Lasset alle in Ruhe spielen nichts entgegenzusetzen. Der relativistischen Beliebigkeit ist nur durch überparteiliche Normen beizukommen, in denen das Prinzip der Binnenlogik als höheres Gesetz akzeptiert wird, sodass Widersprüche weiter unakzeptabel sind. Die Wahl des Standpunktes ist frei. Ist der Standpunkt aber einmal eingenommen, ist auch die Perspektive festgelegt und kann auf Ungereimtheiten hin überprüft werden, sodass der Betrug zumindest erschwert wird, wenn er sich schon nicht ganz aus der Welt schaffen lässt. Auch bei Wolfgang Welsch findet sich ein verkappter Objektivismus, der als Relativismus und Pluralismus daherkommt. Welsch meint, dass es auf die Frage, was der Mensch sei, also der Frage nach der Natur des Menschen, mehrere Antwortmöglichkeiten gibt. Eine philosophische, eine soziologische und so weiter. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung, indem man eine dieser Antworten wählt, geschieht das unvermeidlich auf Kosten der anderen, so Welsch. Welsch kommt nicht etwa auf die Idee, dass die Frage nach dem An sich des Menschen überhaupt unsinnig ist. Der Essentialismus eines Wesens wird in jeder Antwort beibehalten, nur dass das An sich einmal philosophisch, dann soziologisch und so weiter begründet wird. Es wird also ein irrelevanter Relativismus vom Zaun gebrochen, nur weil der Universalismus eines Wesens an sich als logischer Bezugspunkt nicht aufgegeben werden kann.